32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Ey, das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 15. Episode des YPC Bank 2024. Die letzte Entscheidung der Gruppenphase steht an. 12 Halbfinaltickets wurden bereits gelöst. In Gruppe D sind aber noch 4 zu vergeben und die besten Chancen darauf haben momentan ganz klar der amtierende Vize-Champion Toon van Ham, Zex, Liebling der Massen, Markus Eule und Ilex Zugpferd Mark Patschowski. Beim Blick auf die Tabelle scheint das Punktepolster des Spitzentrios recht kuschelig. Möglicherweise trügt das aber, denn Alexander Wilz von Rapala, John Chowns von Hearty Rice und LMAB-Repräsentant Kevin Imhof haben allesamt noch viel Platz auf dem Board und könnten mit ähnlich guten Fischen wie ihren bisherigen schnell wieder oben anschließen. Für Relax-CEO Daniel Kowalczyk mit nur einem kleinen Hecht und den noch punktlosen Bullseye-Boss Markus von Eu gestaltet sich die Lage ohne Zweifel komplizierter. Trotzdem bleibt hier für alle 8 Teilnehmer zunächst noch alles offen. Dass das auch den beiden Führenden bewusst ist, zeigt sich schon am frühen Morgen. Eule stellt noch vor Abfahrt erste Kalkulationen an. Buongiorno. Wie viele Punkte brauche ich, Zweiter zu werden? We will see. It's still fishing, huh? It's still fishing. Fishing, yes. It will be a beautiful day, but now it's still a little bit cold. It will be the first day this year that I can fish in shorts. I think that says enough. We have nowadays Western shorts, so I can finally show them. Buongiorno, Kevin. Komm Hase, komm direkt mit, wir fahren zusammen einfach die Strecke. Wann dürfen wir los, Jungs? 3 Minuten noch, ne? Fahr los, wir geben einen Vorsprung ein bisschen. Der ist getuned, der leicht. Ja, meiner nicht. Na, deswegen ist es 100 ist Ende. Jungs, bin geheilt, wird ein geiler Tag. Und dann wir sehen uns später, wenn wir die Fullkarte haben. Viel Glück, ne, Markus? Hau raus, gell? Denk an den heimtückischen Barsch, ne? Der Markus. They have both the same zone, and I think, from what I heard, they both drive long way towards the German border. So they could meet potentially today. So, los geht's in Tag 2 vom YPC Bank 2024. Wir nehmen uns heute den Zielfisch Zander und hoffen auf gute Größen, damit wir oben mithalten können. Los geht's. Den Hintergrund wollen wir uns hier sehen. Der Eule und ich fischen in einer Zone zusammen, in Zone 2 heute. Und bei unserem Glück auch noch dasselbe Flusssystem, Kanalsystem, Poldersystem. Ich denke mal schon, dass wir uns heute dort über den Weg laufen werden. Aber wir gucken mal. Noch hängen wir hinten dran und gucken, wo er hinfährt. Aber es ist genug Wasser für alle da. Und er braucht ja eigentlich nur noch einen Barsch, meine ich. Zander kann er upgraden und einen kleinen Hecht rausschmeißen. Und wir suchen uns heute 4 Zander. So guys, I'm pumped to start fishing. I have had my best training days in this zone, in zone 4. It's also around my home water, the Maas and the lakes around the Maas. Of course, we still have to catch them, but I know there is at this moment a lot of fish around at the Maas, and we have had some good training days. I really cannot wait to start fishing, and yeah, we will see what happens. So hello everyone. You know it's gonna be a stressful day, so might as well just let it out in the morning. But god damn, this is my first time fishing from shore, and it's been brutal.
It's been brutal. Waking up early, plus Holland has a lot to do with it. There's just a lot of water. Just a lot of water everywhere. Canals, tons of places to check. And it's just fun, you learn. I mean, I've climbed through jungles. I did stuff that I never thought I'd ever do in my life. And you just think to yourself, you know, my wife and my dog is here also with us. You know, my dog broke 2 fishing rods. I mean, everything that anything can happen. But just thought of it yesterday. Oh my God, what an experience it is. And how many stories I can tell. Oh, I'll have stories for days. So, yeah, I'd love to do this again. And it just totally changed my thinking from shore fishing. It's really an adventure. It's really an adventure, and it's something different. So I'm starting to like it, and thank God I tried it for the first time, because if I didn't try it, I'd probably never do it ever. So just like anything, if you don't try it once, don't complain too much. Try it, and at the end, once you do it, sit down, think it over, and you'll really say to yourself, you had a great experience. And stories that'll last forever. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der 3. Episode YPC Bank der Gruppe D. Ich bin wieder im Einsatz, top motiviert. Heute habe ich eine Mammutaufgabe vor mir. Full Card in one day, durchaus realistisch. Nach dieser brutalen Klatsche am ersten Tag, wo ich 3 Fische durch Schnurbruch verloren habe, noch einen unglücklichen Fehlbiss hatte, zählt es heute richtig für mich. Drückt mir die Daumen, ich habe eine neue Schnur drauf. Also sollte jetzt wenigstens dieses Szenario mit Schnurbruch im Anhieb ausgeschlossen sein. Drückt mir die Daumen, es geht gleich los, ich bin aufgeregt. Heute 6 dicke Fische. Willkommen zurück zum entscheidenden Tag in der Gruppe D. Heute geht es um die Wurst. Heute entscheidet sich, wer weiterkommt und die 1:1 Matches angelt. Ich brauche dringend noch einen Hecht, aber ich muss auch dringend noch ein paar Fische upgraden, und deswegen bin ich jetzt erstmal an den Polder gefahren und versuche hier einen Hecht zu kriegen. Hoffentlich einen ganz guten. Ich werde so ein bisschen schwanken zwischen dem Gunky Dragspin, den ich letztes Jahr auch schon benutzt hatte, und der neuen Mummaus von Ilex. Die neue Mummaus von Ilex ist ein kleines Mausimitat mit so einem Gummischwanz, läuft ziemlich geil. Und ich werde auch versuchen, Topwater zu angeln. Ich kann mit diesem Köder Topwater angeln, allerdings hat er eine Schaufel. Und das zählt dann nicht im YPC. Ich habe aber eine dabei, da habe ich die Schaufel abgeschnitten. Das heißt, die kann nicht mehr sinken. Also das ist auch so ein bisschen im Plan. Topwater, dann jetzt aber erstmal ein Hecht kriegen. Hoffen, dass das relativ schnell funktioniert und ich upgraden kann. Aber mal sehen, wie der Tag verläuft. Hallo und herzlich willkommen zu Tag 2. Heute steht der Barsch und der Zander für mich im Fokus. Wir sind also heute den ganzen Tag am Fluss in der Hoffnung, ja, ein paar schöne Fische fangen zu können. Wie ihr wisst, die Mitstreiter haben schon ganz gute Sachen vorgelegt, gute Fische gefangen. Das gilt es jetzt zu toppen hoffentlich. Und ja, ob es klappt oder nicht, werdet ihr sehen, wenn ihr mich jetzt begleitet. Drückt mir die Daumen und ja, danke. Jungs und Mädels, ein bisschen spät, aber wir sind auch am Spot angekommen. Heute, ihr könnt euch bestimmt denken, was auf dem Plan steht. Der heimtückische Flussbarsch. Ne? Und das sieht man auch schon an unserem Tackle da. 2 Zanderrute, 2 Hechtrute, 5 Barschrute. Da braucht man ein bisschen mehr. Die sind ein bisschen spezieller. So, da habe ich auch schon alles vorbereitet. Da ist alles drin. Lauter leckere Köstlichkeiten in aller Größe und Farbvariationen. Dann werden wir heute mal ein bisschen rumspielen und gucken, dass wir wirklich einen heimtückischen Barsch kriegen, damit wir die Fullcard haben. Das wäre geil. Heute machen wir Brückenhopping. Mit dabei ist der Shoulderback Pro. Das reicht. Ich habe mir da ein bisschen was reingepackt, ein bisschen was vorbereitet. Eine Tacklebox, ein bisschen aufgetackelt. Gummifische, verschiedene Köpfe. So das, was ich am meisten fische hier in der Region. Ne? Gut vertreten, Real Perch. Ne? Chrome ist dabei, Galaxy ist dabei, Real Roach. Da muss man nicht einen schweren Rucksack mitpacken. Einfach rum und man hat alles dabei, was man braucht. Pass auf, jetzt wollte ich da erstmal einen Datencheck drauf machen, aber jetzt habe ich mich umentschieden. Fischen da erstmal ein bisschen mit Search Baits jetzt. Ist ja klar, dann machen wir den Danny drauf, Alter. Mit Danny fängst auch du. Danny in AU, da fängst auch du. Das
es heute ein schöner Angeltag wird. Stehen wir, glaube ich, nicht gut da, schlecht da. Okay, ich bin fertig, ready to go. Oh. Abfahrt. So today the plan is really easy. We are in a big river system and we have to catch big sander or perch. I'm confident with the pike. I'm confident with one perch on my card, and the rest we will have to upgrade today. So hopefully the fish are willing to bite. In training it was quite good. I find some nice areas. One of the key things for me was twister tails. So these kind of tails are a little bit forgotten, but while perch and zander fishing, it has been incredibly effective. It's something they don't see every day, and we're gonna make use of that today. Okay, boys and girls, it's time for the first cast. I think this is the lure yesterday that I used, that I had a few bites on. Let's start off with that one. Plus it's already on, so it's simple. So let's get this show on the road. First cast. 3, 2, 1. Let's catch one. Gruppe D, let's go! Let's start fishing. Mögen die Hechte mit uns sein, Leute. Los geht's. So, Jungs und Mädels, First Cast, auch für mich. Da bin ich mal gespannt, was hier passiert heute. Good current. I like that. Boah, geiler Biss. Fangt ja sehr schlecht an. Ja. Fisch. Fuck die Henne. Guter Barsch. Und ich komme nicht ran. Leck mich doch am Arsch. Kescher kaputt. Scheiße. Boah, ja. Wie geil ist denn das Fullcard, Alter? Ja. Geil, oder? Da fällt das ganze Geschirr um. Super. So. 39. Da. Ja, 39. Mega geil, oder? Ja. So ein geiler Scheiß, oder? Maxi war ja schöner, ja klar. Doch. Ja, ich mach gleich mal Report, Alter. 36 oder 37? 39. Wirklich? Ja, stimmt, 39, ja. Wusa, Fullcard. Junge, geiler Scheiß. Das war natürlich gleich wieder peinlich da eben. Und das haben wir gleich auf die Stange. Machen wir da noch jetzt den Wurf. Aber ich sehe da einmal der Schatten von der Brücke, zack. Ich hab gesagt, heute mache ich ein Massaker, Alter. Ich schwöre das, Junge. Ich schmeiße sich alle Hechte raus durch Barsche. Zum Glück, Johannes Titel, da hat mir jeden Trick verraten. Er hat gesagt, Eule, ich mach dich topfit für die YPC. Und du siehst ja, Alter. Erst searchen, dann fangen, hat er gesagt. Das ist ein schöner Fisch. Oh, der ist ein Zentimeter größer, glaube ich. Wie gesagt, 39, 8. Da oben 40. Nächstes Fischlein. Die haben alles so die Größte aus dem Schwarm. Wir brauchen größere Fische. Ach Gott, leid. Sehr passiv. Ist das aufregend? Ist das aufregend? Okay. So, jetzt pass auf, Alter. Jetzt machen wir da mal. Da ist ein Nest mit lauter Kleinen. Wir brauchen die große.
In der Kescher gerannt, ausgestiegen. Naja. Kleiner Dämpfer, aber sonst wäre es vielleicht auch zu viel des Guten. Binnen Minuten frühstückt Eule seinen Angstgegner ab, holt sich die Fullcard und obendrein die Führung. Währenddessen hat der irregeleitete Johnny noch nicht einmal den ersten Wurf gemacht. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Meine Freundin Helga, die wartet schon. Kommt sie? Ja, ne? Sie ist ganz friedlich. Ja, Leute, natürlich direkt wieder so schön chaotisch. Eigentlich wollte ich da drüben hin, aber irgendwie hat Google den Standpunkt nicht akzeptiert und hat ihn immer wieder hier hingesetzt. Bevor ich jetzt darüber fahre, es dauert nämlich 30 Minuten, gehen wir vorne an den Steg. Wir dürfen die Angeln haben, kontrolliert gerade auf der FISPAS-App. Jetzt mache ich hier und schnell ein paar Würfe, ja, bevor ich jetzt schon direkt am Anfang eine halbe Stunde verplemper. Und danach geht es da drüben hin, das war eigentlich mein Plan. Zander und Barsch muss ich heute noch fangen. Wir haben auch schon nach 8 Uhr, wahrscheinlich sind die anderen Teilnehmer schon am Werfen. Ich mache jetzt mal meinen Sachen startklar. Und dann schauen wir mal, ob wir was kriegen. Seid gespannt. Yes? But the first time I come to here, Ja. I put there the point, Ja. and then you to the other side. Yes? Okay. It's terrible. It's terrible. Ja, Leute, das war wohl doch nichts mit dem ersten Wurf. Der liebe Herr von der Sportfischerei Niederlande, ja, als Beweis, der hat mir nämlich gesagt, also laut FISPAS darf man hier angeln, aber man darf hier nicht aufs Gelände. Also dürfen wir nicht angeln, nur vom Boot, so gesehen. Thank you very much. Hey, good luck. Yeah, thank you. I drive over there. It's okay. Bye bye. Das war's wohl dann doch hier mit meiner besten Freundin Helga. Leider muss ich mich verabschieden, Helga. Es tut mir leid. Wir werden uns ein anderes Mal wiedersehen. Die arme Kuh. Sollen wir sie noch mal streicheln? Komm her. Ne, sie ist jetzt eingeschnappt. Also, weiter geht's, Leute. Oh no! Fucker! Ich mache jetzt mal meine Topwater-Maus ab, dass ich was zum Nachwerfen habe, aber das war schon der erste Kontakt. Naja, ist nicht die Größe, die wir suchen, aber wird auch nicht Maß haben. Leider nicht. Ein Barsch in der Größe wäre besser. 39 kommt zurück. Nein, ich glaube, der hängt fest. Das ist schlecht. Ah, ist ab. Aber auch der Fisch, oder? Nee? Ah, der Fisch ist noch dran. Aber glaube ich, nichts Großes. Zander, mal gucken, ob der reicht. Ah, es wird knapp. Ah, doch, reicht. Vorne an, ach, ganz knapp. 42,5. Ein kleiner. Na, das war schlecht. Ah, jetzt. Und weg ist er. Sehr gut. Okay. Ja, ein bisschen unerwartet, voll in der Strömung. Ich habe jetzt einen Stingman genommen in 4 Zoll in einem recht auffälligen Dekor. Ja, aber ich möchte jetzt nicht zu viel erzählen. Ich schnappe mir jetzt meine Route, werfe noch mal, vielleicht gibt es noch 1, 2 Fische. Aber auf jeden Fall bin ich froh. So kann der Tag beginnen. Ich bin so nervös, kann ich mir nicht vorstellen, Alter, ohne Scheiß gerade wieder. Zieht am ganzen Körper. Guter Fisch. Der Mr. Barsch, Alter, ich drehe komplett durch, Junge. Jetzt kriege ich endlich meinen gestreiften Zahnartzug. Ah, es geht nach oben, Freunde, es geht nach oben. 42. So, jetzt hat der Schwarm ist zu klein, wir müssen die große so. Auf, weiter geht's, Platzwechsel. Was ist denn hier los? Letztes Jahr standen für Markus am Ende der Gruppenphase schmale 133 Zähler zu Buche. Hier und heute ist er auf dem besten Weg, seine Vorjahrespunktzahl zu vervierfachen. Der ach so heimtückische Barsch scheint seinen Schrecken verloren zu haben. Und auch der neue Spot wirkt auf den ersten Blick vielversprechend. Lass ich mal den Danny da, ausnahmsweise. Dann mische ich den Chickspinner mit.
Dann habe ich gestern größere Hoge drauf gemacht, extra. Normal sind da kleinere drauf. Aber da verlieren wir so viel Fisch. Muss ich die Bremse so weit aufmachen. Und da mache ich einen größeren Hoge drauf. Und dann Feuer frei. So, und jetzt mache ich da so vertikal Fische unterm Steg erstmal. Laufe jetzt den Steg ab. Und wenn ich das habe, und dann schmeiße ich hinaus die Pölle an und dann können wir schon wieder verschwinden, glaube ich. Wir sind an der nächsten Stelle. Jig-Whip 255 bis 80 im Gepäck. Wir machen hier nur ein paar schnelle Würfe auf Hecht. Wenn einer hier ist, gehe ich davon aus, dass er schnell zupackt. Und wenn keiner hier ist, dann gehen wir auch gerade wieder weg. Yeah, so we got 5 grams here. 2.5 BLS, bootleg shad, copito. Either way, watermelon, black, red flake, and blue pearl belly. Let's see if it'll work. We'll do a few casts. And then we'll change it to something in the same size. We'll do another round and then we'll go back to 10 grams, a little larger lure. And then we'll maybe chatter it once with a 3-inch lure or a 3-inch grub. I have a couple VR grubs in different colors that we can use. And then we'll boogie over to the main side where I had the most bites yesterday, and hopefully that'll be the best side. So we'll do that in a few seconds. So, as always, expect the worst, hope for the best. Der Black Friday fällt dieses Jahr aus. Dafür feiern wir die Early Blackbird Week. Über 3000 Artikel bis zu 75% reduziert. Wie, wann, wo, ist top secret. Wenn du nichts verpassen willst, dann scanne jetzt diesen Code. Einfach deine Mailadresse eingeben, deine Lieblingsthemen auswählen und über alle News informiert werden. Du weißt schon, der frühe Vogel und so. Nur auf hechtundbarsch.de. Keep our eyes on the weak, they know that they targets. Hunting for goodwill, we ain't looking for bargains. And you should say a prayer, ain't nobody praying for you. Cause if I want it, then it's mine, that's what I'm saying to you. If you faint hearted, you better leave. You try and cross me, then you dead to me. Cause I'm in the business of making enemies. And there's a good chance that you may never leave. Leute, ich habe eine gute und eine gute Nachricht für euch. Zuerst die gute. Wer von euch einen Raubfisch-Adventskalender vorbestellt hat, bei dem dürfte es in Kürze an der Tür klingeln, denn Europas beliebtester Angel-Adventskalender wurde palettenweise bei uns zugestellt und wird jetzt ausgeliefert. Und jetzt die gute, wer noch keinen vorbestellt hat, der muss trotzdem nicht leer ausgehen, wenn er jetzt nicht zu lange zögert. Heute bestellt, in wenigen Tagen bei euch und ich muss euch ganz ehrlich sagen, und tausende zufriedene Kunden geben mir recht, das Ding hier ist wirklich ein No-Brainer. 100 € knapp, 240 € Warenwert, nur exklusive Farben, geile Marken drin, da kann man wirklich nichts mit falsch machen. Also holt euch das Ding jetzt, sonst ist das Geheule am Ende wieder groß. So what is very important if you fish a river and you know you're in a hot zone, in a hot area, and you do the walking part that I do, make sure you always make the same cast right in front of you or on 45 degrees to make sure you cover the whole area every time the same, because the current will push you to the right, and if you do one cast there and then you move a few meters and you do one cast there, you skip a big area. So try and move like 2-3 meters and make always the same cast right in front of you, or a little bit to the right, a little bit to the left, but don't make, here I cast right and then you move 2 meters and then you cast left. Then you leave a lot of fish behind.
fish on. Not a big one though. But it's the first fish. I don't even think it's going to improve our score. It will. But the strike was okay. My stick. All right, first bite. Good bite. We now arrive in the structure part and boom. It is an upgrade. Look at that. 47 approved. So guys, my first bite, Zander, 47 centimeters. Let's release it. Ah, nice. Just a small fish, but hey, it's nice to have a fish on and to get a bite. For the own confidence, it's good. Ja Leute, das Drama geht weiter. Das ist, wenn man so viel vom Boot angelt und einen geilen Spot hat und dann ist natürlich ein Tor abgeschlossen, für Autos kommen wir nicht durch, zu Fuß kommen wir durch. Sind nur 15 Minuten Fußweg. Was sollen wir machen? Haben wir schon mal eine Stunde verplempert, ne? Aber kennt ihr das, wenn es so chaotisch beginnt, dann wird es meistens immer ganz gut. Deswegen bin ich guter Dinge, dass das gleich richtig hämmert auf dem Spot. So Leute, jetzt geht's los. Es ist herrlich. Es ist ja auch alles fast gar nicht eingezeichnet hier. Also ich verstehe auch nicht, wieso hier schon lange kein Google Maps Kamerawagen mehr rumgefahren ist in der Pampa. Und die Zeit läuft und läuft. Ja, aber da muss man einfach cool bleiben. Jetzt kommt das nächste Hindernis. Ich sehe schon das Wasser hier. Kommen wir hier drüber oder können wir jetzt wieder irgendwie so rumlaufen? So der richtige Albtraumtag hier heute. Kennt ihr diese Augenblicke, wenn ihr alles bereut? Der ist gerade bei mir angekommen. Wie sollen wir denn da rüber, muss ich? Wahrlich ein bescheidener Auftakt. Immerhin ist Johnny damit aber nicht allein. That was 2 in a row. That was 2 in a row. I'm sorry I had to. That second one I should have had. The first one was a little pinprick. Ah! The second one, I think he was chasing it and he hit. And I paused for a second. I go, let him inhale it more and then snag. Instead of just, mother of Christ. But, Smiles, we know if we're getting bites, he's here. By his head shake, I think it's a perch. Boom, baby! Boom! Boom! Oh! 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 Oh, fish! Fish, important. Don't let him be in misery too long. Ah. 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 Nice. Nice perch. I was waiting for you today and you've really relieved my stress. And you know what? Just like I was complaining on that last episode, I came in today with a different perspective after yesterday's training. My God. I can't get there, screw it. Because it's a perch, that means there's probably more right behind him. If I cast him back, if I throw him back and I'm not ready, he's gonna run back to his family and tell him something's not right, don't chase that. So let's take you out. She's been in the water, getting fresh water and air through her gills, so let's measure. I don't know, I'm guessing 34. Maybe it's I'm from Chicago, that's Walter Payton's number, but let's find out. Oh, and let you back in, baby. Oh, I've never been so excited. Oh, 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 I know you happy just as much as me. Okay, let's be fair and square. That, oh my, oh! That's a 41. Holy crap! 40, 41. Oh, I'll take it. I'll take it. All day and twice on Sunday. All day, 41, baby. Oh. I know the tournament's important, but
his time and stuff, but let's just make sure that he's out. Fish is more important than any type of trophy or anything. All right, let's go. She's gone. Let's quickly cast and go, because I know. She's going back to her, let's call it a wolf pack. She's going back and everything looks good. Bait slipped off. Let's move it over. She's still good to go. And I don't know, you tell me, where did I cast last time? I think it's here. Am I right? Okay, let's go. Also ich muss ehrlich sagen, so habe ich mir das nicht vorgestellt, gell? Im positiven Sinne. Nee, war ein Stock. War ein Stock, Gott sei Dank. Es ist, als würden die Fische mit Messer und Gabel nur auf den Köder warten. What a bite. No improvement, another small one. Let's release him immediately. Fisch! Vor meinen Füßen Steine drum, versuche ich den hochzukriegen, nicht dass er mal in die Steine reinhaut. Yes! Back in the business! Lameli Slim lässt mich eigentlich nie im Stich auf Zander. Zum Glück ist es auch heute so. Beruhigen Sie sich, ich bin Arzt. Also wenn die spitz beißen, mit der Jigweb, Haken ist gesetzt und gleichzeitig ist sie so dynamisch, dass sie im Drill nicht ausschlitzt. Natürlich ein kleiner Zander. Ja, was haben wir hier? Über die 5, 54, ja? 53, 5. Absolut kein Ausnahmefisch, aber sehr, sehr wichtig für mich. Aufgeben ist sowieso keine Option, aber die Moral ist also jetzt schon gerade ein bisschen gestiegen wieder. So, jetzt hole ich mir noch mal so ein, vielleicht sogar 1 Zentimeter 2 größer und dann legen wir los mit Hecht und Barsch. Übrigens hier die Farbe, die habe ich für euren lieben Leo, Project Manager Lurdrop, kreiert. Er hat hier nach einer Kastenfarbe gefragt. Ich kann die euch wärmstens empfehlen. Fische jetzt Bleigewicht so, das gerade so über die Steine treibt. Je nachdem, ob ich außen oder innen an der Strömungskante bin. Jetzt bin ich dahinter, jetzt habe ich relativ kurze Absinkphasen. Aber wenn ich gerade auf der Strömungskante bin, drückt es mein Gummi schön über die Steine, ohne dass ich anschieben muss. Nur schauen, dass man keine Hänger kriegt. Okay, wir machen jetzt einen Platzwechsel. Sehr schade, dass hier an dem Platz jetzt nichts mehr funktioniert hat, beziehungsweise ich denke, dass noch Fische beißen würden, wenn man hier noch etwas Zeit verbringt. Die Bisse kamen stetig, aber ja, ich möchte jetzt nicht zu viel Zeit hier verschwenden. Wir werden jetzt noch mal in einen etwas urbaneren Teil fahren. Dort habe ich 3 Plätze in unmittelbarer Nähe und auch da ja, liegt das Vertrauen in den Spot maßgeblich auf Zander und Barsch. Mal schauen, ob es was wird. Bis gleich. Machen wir jetzt Schleichwerbung fürs Spa. Was möchtest du wissen? Du bist schon wieder mit deiner Kamera da in meinem Ohr am Rumfilmen. Autofahren, Junge. Unangeschnallt. Kein gutes Vorbild, Alter. Krieg schon wieder Ärger. Sehe ich schon. Ist wichtig, anschnallen ist sehr wichtig. Aktuell ist eigentlich nur Angeln wichtig, ne? Und Fische fangen. Und halt immer schön irgendwo im Grünen parken. Dass man ja auffällt. Komm raus jetzt. Komm, komm. Aktuell ein sehr schlechtes Gefühl. Aber der Tag ist noch jung. Wir haben jetzt 1,5 Stunden gefischt. Den kleinen Zander war dabei, aber nicht das, was wir suchen. Aber aufgeben ist keine Option. Er ist sehr schleppend. Ah, Fisch. Gerade ausgesprochen. Aber nur beim Leiern. Ah, naja. Ich weiß nicht, wo sind die großen Zander, du? Kein Riese. Einen schönen 43er Zander, aber wir gucken mal, dass wir den auf jeden Fall rausschmeißen. Erstmal komplett zurück ins Wasser.
was definitely a strike. I will move a little bit because these small Xanders is fun, but I'd like to get the big ones. Huh? I know if you have a drop-off with this size of Xander around, you can catch a 50, a 55, but it ends there. The bigger Xander here on this river, they are standalone, usually very close to the shore, and the bites you get from them, that's really a boom on the rod. Ja. Oh, der ist besser. Zack, eingetütet. Lass mal im Wasser liegen. Kescher fallen. Wir gehen runter zum Messen. Hat sich gut einverleibt. Wäre auf jeden Fall nicht mehr rausgegangen. Komm zu mir. Was ist denn drauf? 50,5. Eigentlich wollten wir einen 60er, aber einen 50er nehmen wir jetzt auch erstmal, um die Karte zu füllen. Eben den 43er. Fehlen mir jetzt noch 2 Zander, da haben wir eine volle Karte. Und dann gucken wir mal, dass wir das alles so ein bisschen ausgleichen können. Es geht in einer Tour weiter und vor allem Barsche und Zander sind hier am Morgen sehr gut aufgelegt. Nach dem Doppelschlag schiebt sich Kevin übrigens an Alex vorbei und übernimmt fürs erste Rang 4. Zweifelhaft, ob das bei dem momentan angeschlagenen Tempo lange so bleibt. Vielleicht sollte der ein oder andere zwischendurch aber trotzdem mal auf die Bremse treten. Oh, oh, oh. Oh. Ein weiterer schöner Tag in Holland. Hey. Echt, da nützen da die beste Adventerklamotte nix, Alter. So, fertig hier. Bis jetzt mal Fischerei. Gucken wir mal, dass wir einen großen Hecht kriegen noch rein. Oh, krass ist das Scheiß. Voll der Abschlag gedreht. Oh, jetzt ziehe ich Ding, Alter. Jetzt ziehe ich die weiße Schuhe aus und die weiße sogar. Jetzt haben wir gerade noch mal ein Absturzrevue passieren gelassen, doch irgendwie geil, Alter. Und dass ich auch noch verzahnt die Rute auf den Boden gepatscht habe, das ist natürlich Eule. So, jetzt sind wir eben ins Auto gekommen, dann gucke ich aufs Handy und dann denke ich mir, Alter, erst 9:30. Das ist so schnell gegangen. Machen wir doch noch ein bisschen Barsch. Weil, was soll man den ganzen Tag machen, da tun wir halt oben die Arme weh, wenn ich ja den ganzen Tag Hechtköder durch die Gegend schmeißen muss wieder. Deswegen noch ein bisschen Barsch. So, we're moving to the next spot. Let's just call this spot the VIP section at the Sunset Beach Bar. The wonderful crew, they've allowed us to film, and they even gave us the VIP section. Let's relax for a little bit, drink a little coffee while we're putting our stuff together. What I really want to catch here is what I thought I was going to catch on the other side. I need a Xander. Let's go crawfish. It may look funny, but it changes color. See how it's purple? Now it just kind of looks kind of bland. Looks way different in the water. So sometimes don't let colors throw you off because they don't look right in your eyes when you're at the store picking them out, because they look totally different in the water and they look totally different to fish. So that's why my company's been relying on it for years. We have many different lures and tons of different colors. And my father always said that lure size and shape and stuff is important, but colors also are important. Whether it's sunny, dark, different waters, muddy, clear, shallow, deep. Sometimes fish like certain colors in certain areas. I don't know why. So don't let colors fool you. Just because it looks weird doesn't mean that the fish won't bite on. Big one. Inside the stones, that's where the big ones live. Oh, what a bite. I thought already, it takes so long. It's definitely a good fish. Oh, not in the stones. Ooh, ooh, ooh. What a Xander. What a Xander. What a Xander! Yes! The spots work. Whew. That's a 70.
That's a 70. Oh my God. That's why we are drifting very slowly over the area. You want these big fish to have enough time to think about hitting the lure. And man, this is a banger. Look at that sander, guys. It is 73 approved. Look at this sander, guys. Super angry, 73 centimeters. Let's release it. What an upgrade. Kann man sagen, denn diese Verbesserung bedeutet zugleich die erneute Führung. Damit sind Tons Top 3 Fische bereits jetzt wieder unfassbar gut und es ist wirklich fast schon unheimlich. Egal wie und wo der Belgier unterwegs ist, seine Strategie scheint jedes Mal aufzugehen. After this sander, I would love to explain my setup quickly. So what am I using? I'm using a 3000 reel with 16/0 braided line. Then I use a W6 finesse shed up to 38 gram. This is slightly heavier than the one I normally use because there is quite some current and you need a good hook set on the big sanders. And then, what I explained in the beginning, I use twister tails. This is something that's a little bit forgotten by a lot of anglers, and especially the bigger fish are really good seducible by this kind of bait. So a normal paddle tail they see every day, but this lure, the Bulties curl tail in 10 centimeters, they don't see every day, so they hammer it. Jawohl! Oh Leute, wir haben es auf jeden Fall schon mal geschafft. Herzlich willkommen am neuen Spot, wie versprochen ein bisschen urbaner. Also das hier ist die Ode Maas, links ist die Maas. Wir haben natürlich hier Bewegung, einen relativ tiefen Bereich auch. Der ursprüngliche Plan war, die Spundwand ein bisschen abzujiggen, abzuwerfen, abzuvertikalen. Ein bisschen Powerfischen mit Cranks, Faulenzen, aber ich werde wahrscheinlich auch ganz viel mit Dropshot angeln. Allerdings steht hier ein etwas größeres Schiff, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das heißt, uns bleibt ein bisschen weniger Spundwand. Wenn ich hier Kontakte kriege, habe ich schon zum Kameramann gesagt, kann es auch sein, dass ich hier den ganzen Tag fischen werde. Weil die Spundwand ist super lang und dann geht die gleich da vorne links um die Ecke. Rig mir dann oft so ein Pintail an einem bisschen schwereren Jigkopf. Hier habe ich jetzt was Auffälligeres genommen. Ich werde die jetzt ein bisschen abvertikal, ein bisschen abklopfen, dann mit einem Crankbait arbeiten. Und den ersten Wurf, Jungs. Und natürlich auch Ladies. So, und die Strömung kommt von rechts und ich drehe den jetzt nicht sehr schnell. Ich drehe ihn ein bisschen schneller wie die Strömung. Das Schöne ist, wenn dann die Bisse kommen, kommen die halt direkt unter der Rutenspitze. Dann fühlt sich auch mal so ein 50er Zander an wie ein Endfisch. Das ist richtig spannende Angelei. Wie eingeschlafen, jetzt haben wir fast keine Strömung mehr. Innerhalb von 5 Minuten. Aber ich will mich gar nicht beschweren, ich habe meinen Zander. Das war für die Zone so ein bisschen der Angstgegner. Von dem her wieder auf Kurs. Ja, Zander. Der ist klein, habe ich das Gefühl. Oh, da ist Steinpackung. Gehe wieder raus. Ja, ist wieder draußen. Könnte das Maß haben. Da ist der zweite Zetti. Das Board fühlt sich langsam, aber stetig. 2-3 cm kleiner als der letzte. Wieder wunderbar. Fast auf volle Distanz genommen. Jig mit 270 bis 60 Gramm ist hier für diese mittlere, leichte Zanderfischerei mein Favorit. Auf volle Distanz hier schön im Winkel, im Mundwinkel gesetzt. Ja, genau, 49,5. Da ist er weg. Ging schnell, wollten den Fisch noch mal präsentieren. 49,5, zählt als 50 cm im YPC. Das melde ich jetzt hier der Rennleitung. Also wieder das Gleiche. Die Fische haben sich verschoben. Der kam jetzt weiter Strom ab und dicht am Ufer. Und ich schließe das eben auf die wechselnde Strömung zurück. Haben wir jetzt hier noch schön Jighaken in die Bauchtasche gerammt. Ah, den kann ich ja heute Abend auch noch rausnehmen.
Yes! Oh, wir haben einen Hecht. Das ist kein großer Fisch, aber wir haben den Hecht, der fehlt. Aber jetzt können wir upgraden. Wow. Okay, der Moment der Wahrheit. Mit bellenden Hunden, der hat 73. Kein schlechter Start. Zurück in den Polder. Okay. Ach, Fisch Nummer 1. Es ist doch ein bisschen Erleichterung, so einen Fisch zu fangen. Und jetzt geht's ans Upgraden. Man hatte sich schon gefragt, was Marc so treibt. Jetzt aber sind offenbar auch die Hechte langsam wach. Mit der dritten Fullcard des Feldes festigt der Hesse Platz 3. Auch dank eines alten Bekannten. So, der Köder war, ich muss gerade ein bisschen lachen, da hinten ist ein Hund am Bellen. Ich glaube, der ist im Stimmbruch. Köder war der Gunky Dragspin, wie auch schon im letzten Jahr. Ist ein zigarrenförmiger Köder, der keine große Eigenaktion hat. Die meiste Aktion kommt hier hinten von dem Spinnerblatt. Das ist speziell von Gail Even designt. Das hat auch der Gennaker und der Shocker Vibe. Und das ist hier so ein bisschen gebogen. Dadurch erzeugt es einen unheimlichen Druck. Man nimmt es in der Route gar nicht so wahr, aber das Blatt, gerade wenn man es raushebt, merkt man, was der Druck dahinter ist. Und ja, der hat jetzt den ersten Fisch gebracht. Big one. In the stones. Again a big one. They are so strong on the river. That's crazy. Yep, it's inside. Nah, my God. What a fishing day so far already. Man, I love big sander fishing in the river. It's just this gentle movement and then kaboom! Bye-bye bullpiece curltail. That's down deep. Ah, it's incredible to catch 2 sanders in a row like this. Of course, I know it's a big fish spot, and in the stones here there's some holes with big sander, but this is exceptional. 72 approved? Okay, let's release him. From now on, I enjoy the day. What a start. And we just entered the part with structure. It's until the fence. Crazy, what a start. Do you see this twist in the line? It doesn't matter, it doesn't break the line, but this is from the jaw power of a zander. It's just the clapping of the mouth when you get the bite. So, I mean, it obviously shows it was a hard bite. And he nearly shoveled it right inside his stomach. Luckily we had no trouble with unhooking and so on, but I never see it this deep. This was incredible. Let's continue fishing, I guess. Wow, what a day. What a day. Titelverdächtige Performance des Western Youngsters. Johnny hat derweil zwar noch nichts an der Leine, aber immerhin was an der Strippe. Ja, jetzt die Frage, wie hast du geangelt? Also sagst du Dropshot oder lieber Jig? Also ging gar nichts geworfen, ne? Ja, okay, dann probiere ich gleich mal Dropshot. Vielen Dank, ciao. Ja, der war sogar letzte Woche hier, hat hier geangelt, hat gesagt, geworfen hat er nichts gefangen. Juhu! Ist natürlich geil, der hat Dropshot vertikal geangelt, hat er sehr gut gefangen. Ich werde jetzt trotzdem noch ein paar Würfe machen und dann werden wir gleich Dropshot rausschmeißen und einfach so langsam treiben lassen mit der Strömung. Da haben wir den Köder lange im heißen Bereich. Aber er hat gut gefangen, hat er gesagt. Aber keine Barsche. Also sind sie auf dem Boden festgenagelt, wie ich es die letzten Tage beobachtet habe. Dann werde ich gleich Dropshot fischen müssen. Ach, das freut mich ja, wenn du sowas hörst. Geworfen ging gar nichts. Ist natürlich immer mega geil. Das willst du natürlich nicht hören, sowas, ne? Schön langsam. Ja, Fisch. Und der Plan ist aufgegangen. Bisschen leichteren Kopf. Hab ihn gegen die Strömung geworfen.
Und mein Plan war es, ihn mit der Strömung lange auf einer Stelle treiben zu lassen. Das war der Plan. Ich hatte jetzt bestimmt Absinkphasen von 5 bis 10 Sekunden. Und ich habe mir gedacht, wenn du das machst, imitierst du so ein bisschen das Vertikalangeln. Das ist auf jeden Fall ein Zander von den Kopfschlägen her. Ja, kein Riese, aber Leute, der erste Zielfisch auf den Invader Shad. Ja, Invader Shad 8 cm. Also seid mir nicht böse, ich kann ihn null einschätzen. Ja, die letzten Zander, die ich alle gefangen habe, die hätten den wahrscheinlich gegessen. Aber Maß wird er haben, was Maß? 44? Da haben wir ihn 46. So, selbe Prinzip wieder. Gegen die Strömung, der drückt mir den jetzt an die Muscheln dran. Hier vorne waren ja die Muscheln. Und genau wo die Muscheln kamen, deswegen habe ich näher am Ufer ein bisschen langsamer gefischt, um zu gucken, wo die Muscheln sind. Und jetzt bin ich unten. Oh, Mist, Mist, Mist. Boah, richtig guter Biss. Okay, das klappt. Leute, ich glaube, ich habe den Code geknackt. Oh, Mist, Mist, Mist. So, gar nicht weit raus zu. Ihr habt es gesehen, wie lange ich den jetzt treiben lasse. Oh, voll verpennt. Es ist echt schrecklich, wenn jeder Spot funktioniert, aber nichts rauskommt. Das ist zum Kotzen. Das tut richtig weh. Ach, kleiner Fisch, weiß nicht mehr, ob der mir ein Upgrade verschafft. 57, also 56,5. Den schicke ich mal ab, aber ich glaube nicht, dass der kleine Mann mir irgendwelche Punkte bringt. Der darf auch zurück in den Polder. Fisch. Ich schätze, das ist ein Barsch. Und kein großer, aber ja, das ist saugeil, wenn er jetzt dran bleiben würde. Ja, ein kleiner Barsch. Oh, ein wirklich kleiner Barsch. Ja. Okay. Kein Riese, aber hier ist endlich wieder ein Fisch an der Route. Den messen wir schnell, versorgen ihn und dann erzähle ich euch was über den Köder. Also 29 Zähler. Besser als nichts ist ein Anfang. Jetzt schicken wir den Barsch gleich wieder in sein Element. Vorne ist es ein bisschen tiefer. Upsi. Ja. Schaffst du es? Ja, ist weg. Noch kurz für euch zur Info. Ich habe wieder den Stingman benutzt, allerdings in einer Farbe, die es aktuell noch nicht gibt, die bald kommen wird. Die Farbe nennt sich Perch. Trifft sich ja gut. Barsch frisst Barsch. Bisschen über Bleit in der Brune gejickt. Mal gucken, ob wir noch einen aus dem Schwarm kriegen. Hi Leute, ich bin Leo und mein Lieblingszielfisch in den heimischen Gewässern ist natürlich der Barsch. Das liegt nicht nur an der enormen Kampfkraft oder diesem super schönen Äußeren, sondern natürlich auch an der Möglichkeit, ihn auf unterschiedlichste Art und Weise zu beangeln. Und genau dafür geht der Lure Drop Limited Perch Edition in eine weitere Runde. Für nur 69,99 findet ihr hier drin 17 perfekt aufeinander abgestimmte Produkte von den absoluten Top-Herstellern im Warenwert von 140 €. Also geht unbedingt auf hechtundbarsch.de, sichert euch eins dieser Exemplare. Die Anzahl ist natürlich begrenzt und schnell sein lohnt sich. Ich wünsche allen Barschfans maximalen Erfolg am Wasser. Jetzt beginnt die beste Zeit. Viel Spaß dabei, Petri Heil.
So, ab hier werde ich jetzt vorm Ufer entlang warten und immer schön nach außen werfen. Vorgelagert hier hat es ein bisschen Kraut teilweise, ist relativ flach, so 1,50 Meter, 2 Meter. Und das Ziel ist jetzt, die Hechte und die Barsche aus dem Kraut rauszuziehen. Ups. Ups. Aus Versehen abgeschüttelt. Also er hat sich allein abgeschüttelt. Du bist eine feine Maus, ja. Das ist so ein krankes... das wollte ich gerade sagen. Das ist so ein krankes Ding da, wo da die glatte Wand hochgeht. Und jetzt haben wir da so einen Ballermann. Aber kein Upgrade. Schade. 19,8 sehe ich sofort. Na, der hat 22. Genau 22. Fahren wir anders dahin. Fahren wir noch davor an die Brücke. Kommt so ein Fluss rein. Das ist auch noch mal so eine Stelle, wo ich vermute, dass ein paar große wirklich gezielt stehen hinten. Dann gucken wir uns das noch an und dann gehen wir an der Echt dran. Also Jungs, als Route benutze ich hier ein Swift STL, also in der Mitte geteilt, 2,13 Meter, 80 Gramm. Das ist eigentlich so meine Lieblings-Allround-Barschroute. Mit der kannst du wirklich sau viel machen. Mit der kannst du Hardbaits fischen, mit der kannst du aber auch so Jigs, alles kannst du eigentlich mit der machen. Wie gesagt, wenn man die Route hat, und dann hat man eigentlich schon einige Techniker auf jeden Fall abgefüllt. Die gibt es noch ein bisschen stärker, die Route in 8 bis 28 Gramm, habe ich 8 dabei. Für große Dennis und so ist es dann ein bisschen angenehmer. Aber wirklich so die 2,13 Meter, 80 Gramm, mit der kannst du sau viel machen auf jeden Fall. Geil, die Route. Oh, Biss gehabt, 100% Biss gehabt. Fisch, Köderwechsel, erster Wurf. Scheint ein Barsch zu sein. Gerade vorher zum Kameramann gesagt, kann irgendwann im YPC einfach mal so laufen, wie man sich das vorstellt. An der Stelle habe ich auf Barsch und Hecht bei Powerfishing gehofft. Und jetzt kam immerhin schon mal der erste Barsch. 37,5, 38er Barsch. Auf den ersten Wurf mit dem neuen Köder. Zeige ich euch noch mal schön Chatter. Hier mit dem Lamelli Slim als Trailer. Wunderbar funktioniert. Und ich bin jetzt wieder weiter hier nach vorne gelaufen. Hier ist auf jeden Fall trüberes Wasser, weil jetzt hinten im Klaren überhaupt gar nichts ging. Kein Hecht jetzt so lange Zeit. Und das ist wirklich gar nicht mit das, was ich mit gerechnet habe an der Stelle. Aber jetzt immerhin erlösend der 38er Barsch. Zweite Spezies zum Abhaken, dritter Fisch. Ich bin so ziemlich in der Mitte jetzt. Noch 3 Fische. Es ist 11:30. Wenn Angeln eine lineare Sache ist heute, dann werden es bis zum Feierabend 6 Fische. Ey! Fisch. Oh Gott, Alter. Oh. Das ist kein Riese, aber der bringt ein paar Punkte mehr. Auch kein großer Polderfisch, aber wie gesagt, der bringt ein paar Punkte und er hat 65. Das sind knapp 8 Punkte mehr. Der kam auf sich, der hat erstmal einen Dragspin verfolgt, dann attackiert, auf den Dexter Jerk gewechselt und dann hat er gebissen. Dankeschön und tschüss. Oh, okay. Ich muss zugeben, meine allgemeine Energie war gerade alles ziemlich negativ. Ich habe bescheiden geworfen, um es mal so auszudrücken. Und ja, ich habe eigentlich, wie gesagt, einen richtig großen Fisch, der attackiert hat. Ich hoffe, dass mit dem Fisch meine Energie wieder Richtung positiv wächst. Und den werden wir jetzt mal reporten und dann geht's weiter. Marc holt sich die Upgrades aus dem Vorgarten. Bei Ton heißt es mal wieder: Big one. At least I think so. It felt heavy, but could have been against the drop-off actually. I don't think it's so big. Oh, it's a perch. It's a big perch. Yeah.
It's a big perch. It's a 40 plus perch. Also on the curl tail. That we also had in training. On this exact spot where we are now, we catch big perch. And here also, it's completely inside. 44, that's 88 points. What a nice perch. What a fish. Bye bye. They always try to go inside the rocks. Did you know that? They try to find a hiding place. He's just always going back in. There we go. Swim in the open water, brother. Oof, nearly got some swimming action. Nice. 88 points. One more fish to upgrade on the card. I think a pike of 75. Let's go for it. Jetzt ist es also soweit. Tons momentanes Resultat hätte in allen anderen Gruppen für den Sieg gereicht. Trotzdem hat er sofort das nächste Upgrade im Visier. Kevin arbeitet währenddessen an der Komplettierung seines Boards. Barsch. Scheiße. Ich musste doch irgendwas zappeln. Oh Gott. Das ist aber auch ein Tag, Olli. Der Haken hängt gar nicht fest. Der hat einfach den ganzen Gummi drin gehabt. Komm, haben wir 26. Noch nicht das, was wir suchen, aber nehmen wir gerne, ne? Also fehlt noch ein Fisch für die Full Card. Und dann hoffen wir mal, dass es weitergeht. Die Nummer habe ich mir auf jeden Fall anders vorgestellt, weil ich es eigentlich gewohnt bin, dass es besser läuft. Aber ja, durch den hohen Angeldruck der letzten Tage auch an dem System. Zwischendurch war noch ein Turnier gewesen. Da sind auch so ein, zwei Teams, die fischen hier oben. Aber wie gesagt, muss man einfach mal sehen. Ich mache jetzt einfach das Beste draus, einfach weiter angeln. So ist ja, kommt ja immer mal wieder Fisch. Ne? Selbst wenn es nicht die gewünschte Größe ist, aber es hält mich erstmal am Schwimmen. Fisch besser. Kescher ist natürlich auf der anderen Seite. Ganz spitz. Jawohl, Junge. Deswegen sind wir hier. Endlich. Oh, ich soll nicht fluchen, ey. Ihr habt gesehen, ich musste mich schnell entscheiden, Handlandung oder ich kriege den Kescher irgendwie, weil ich den habe auf der anderen Seite stehen lassen. Ich habe mich für den schnellen Weg entschieden mit der Handlandung. Jetzt wieder noch rumzuprobieren. Jetzt haben wir hier einen schönen 62er, 61,5, also 62. Seht ihr diese Maserung hier? Ja, ist irgendwo mal attackiert worden vom Kormoran oder von einem Hecht oder so. Sollte man sich merken, wenn man die Fische zurücksetzt und öfters in dem Gebiet angelt. Vielleicht findet man den einfach wieder. So, mein Plan war es, 4 Stück davon, damit ich wenigstens vernünftig in den Punkten bleiben kann. Einen haben wir jetzt abgehakt und jetzt suchen wir weiter. Sollten wirklich 3 weitere solcher Exemplare folgen, wäre der LMAB Pro Staffer vermutlich auf der sicheren Seite. Für seinen Köder war es aber vorerst der letzte Fisch. Auf dem Bleak Shad, ne? Ein Real Perch. Das ist schon sehr mitgenommen, ne? Durch die ganzen Fische jetzt schon. Die kleinen Barsche, die da rumnagen, tun wir mal gerade austauschen. Hätten wir jetzt kein Turnier, würde ich den jetzt weiter fischen. Aber ich will sehen, ob der Biss da war oder ich einfach nur einen Hänger hatte. Deswegen mache ich gerne einen frischen drauf. Um zu gucken, ob ich Bissspuren erkennen kann. 9 cm mit einem Tungstenkopf von uns, 5,3 Gramm. Das reicht hier total aus. Diesmal nehmen wir den Kescher mit auf die andere Seite. Oh, er hängt. Oh, Leute, habt ihr das gesehen? 10 Sekunden Absinkphase. Das macht einen den Kopf kaputt. Ihr glaubt's nicht. Boah, ist der reingenagelt. Das wird schwer. So ein kleiner. Ja, 41. Ha. Das war wohl nix. Kommen wir vor, lieber an Forellenfischen. Nur, dass da die Route, das hat meine 8 Gramm und 1,53 Meter.
No, please, God, no. No. Oh. 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 I've actually been taking pride that I haven't busted a leader yet. That's something I'm very proud of, and I'm trying to hold that record to the end of the tournament. Got it. Yes! Fucker. Habt ihr das gesehen, Mann? Ich war am Ufer. Der war am Köder dran gestanden, manchmal hilft der eine Impuls und dann hat er vom Boden weggesaugt. Unglaublich. Das ist ein guter Fisch, Mann. Das ist ein richtig guter Fisch. Okay. Der Moment der Wahrheit, Leute. Der Fisch hat. So, ja, ganz knapp 97. Also 97. Oh Leute, guckt euch den fetten, geilen Polderhecht an. Fast 1 Meter. Knapp vorbei, aber ich bin echt froh, dass ich den habe. Und was eine geile Aktion im Polder. Geil. Geht zurück in sein Element. Okay. Der wollte dringend wieder los. Wahnsinns-Polderhecht und eine eigenartig akrobatische Wurfeinlage, die diesem satten Upgrade vorausgegangen ist. Marc bleibt damit zwar vorerst auf Rang 3, vergrößert seinen Puffer nach unten aber deutlich und nach Eules, Danny und Tons Bull Tees erhebt ein weiterer Köder Anspruch auf den MVP-Titel dieser Folge. Das war der Übeltäter, der Dexter Jerk 100 in der Slow-Sinking-Variante. Also den kann man extrem flach führen. Gerade für diese Polderfischerei ist das ein super toller Köder, weil man ihn ganz langsam auf der Stelle tanzen lassen kann und dem Hecht eben so lange vor der Nase rumtanzen lassen kann. Und das war eben genau das Wichtige. Das hat den Fisch dazu gebracht zu beißen. Da gibt es auch eine Nummer größer, 120, aber eigentlich bevorzuge ich diese Größe. Und ich weiß nicht, wer vielleicht mal bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbeigeschaut hat. Das Ding fängt nicht nur in Holland große Fische, sondern auch bei mir im Rhein. Also ist auch eine Hechtwaffe. Mal noch ein paar kurze Worte zu dem Tackle, was ich gerade benutze. Neben meinem Dexter Jerk. Als Route benutze ich jetzt hier heute die Ilex Night Shadows Cranking Time B220 MH FG. Das FG steht für Fiberglas. Also es ist eine Route, die hat einen ganz kleinen Anteil an Fiberglas verbaut. Eigentlich typisch was zum Crankbait-Angeln, dafür auch sehr gut geeignet. Aber gerade wenn ich geflochtene Schnur benutze, möchte ich, dass da so ein bisschen Puffer in der Route ist. Und das Fiberglas puffert das eben super weg. Gerade im Nahbereich mit geflochtener Schnur, wie der große Hecht eben. Mit geflochtener Schnur verhaut man so Fische gerne mal oder sie hängen einfach zu knapp und der Haken schlitzt schneller aus und die Fiberglasroute geht doch schön krumm. Und eignet sich hervorragend zum Jerkbaitfischen, wie ihr seht, zum leichten Jerkbaitfischen. Die hat ein Wurfgewicht bis 45 Gramm. Also es ist eine tolle Hechtroute, aber durch die weichere Aktion ist es auch eine Route, die ich dann eben gern zum Beispiel im Rhein-Maas-Delta in Holland in den Großgewässern zum Angeln mit Bladed Jigs, also quasi Chatterbaits, Crankbaits oder wenn ich auch nur einen Gummifisch durchkurbel und geflochtene Schnur drauf habe, wäre das meine erste Wahl. Ja, Fisch. Big Perch. Junge. Aber der hat ganz vorsichtig genommen. Ich habe kurz den Anfasser gemerkt. Oh, it's a sander, but I think it's an improvement. Da ist der nächste. Jawohl. Wichtig ist einfach, einen klaren Kopf zu behalten und einfach weitermachen. Ne? Es bringt nichts, sich Gedanken zu machen über andere Leute. Ne? Einfach ein bisschen rumprobieren. Testet eure Köder, die Führungsart. Einfach mal leiern, einfach mal ein bisschen schleifen über den Grund. Es muss nicht immer ein gejiggter Köder sein, den sie sich reinnehmen. Another good size sander on the Bull Tees Curl Tail. This color is called Pearl Sand. It's very effective on the river when the water is a little bit clear. Should be close to 60, right? It is 61. 52,5. Let's release this beautiful sander. Nearly 80 points, just shy of 80 points. And I'm very happy with it. Dann setzen wir schnell zurück. He will sprint off. What a day.
We made all the upgrades we needed to do, so I don't know what to do now anymore. I think I will try to catch a really big perch with a craw on the Maas. But first we fish off this stretch because maybe there is another big sander laying, you never know. You're going against nature. Anything could happen, any day, any hour, any minute. All right, we gotta move, so let's shut it down. I feel upset and angry. I had higher hopes, but it is what it is. Figure it out in the next spot, and we'll think about it in our minds while we're driving there. So see you soon in a different location. Daniel nimmt sich etwas Zeit, um sich zu sammeln, und wir machen das Gleiche, denn an dieser Stelle endet diese atemlose Episode. Alle 8 Angler konnten ihr Board am Morgen bereits verbessern. Am meisten beeindruckt haben Ton und Eule, der in puncto Barsch mittlerweile, falls noch nicht päpstlich, dann aber locker auf Kardinalsniveau unterwegs ist. Marc steht nach seinem starken Polderhecht weiterhin relativ sicher auf Platz 3, während Alex die Fullcard von Kevin bisher nicht parieren konnte und deshalb nun unter den Strich abgerutscht ist. Tatsächlich haben alle Angler aus der unteren Tabellenhälfte aber weiterhin reelle Chancen, zumindest auf Rang 4. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, die Beißfreudigkeit nimmt in der zweiten Tageshälfte nicht ab. Wir steuern also auf eine hochspannende letzte Vorrundenfolge inklusive des wohl knappsten Resultats der YPC Bank-Geschichte zu. Besser nicht verpassen, Sonntag 18 Uhr einschalten und einen Daumen plus Kommentar hier lassen. Macht's gut und ciao!